Hallo, ich bin die Nina Dulek. Ich bin Bild- und Textautorin von Kinderbüchern und heute zeige ich euch, wie man einen Leoparden zeichnet in 0, nix. Dafür braucht ihr zuerst die Grundformen, also das Skelett zeichne ich sozusagen immer vor. Damit es nicht so gruselig wird mit Skelett, zeichne ich euch die Grundformen vor. Ein längliches Rechteck, das kriegt ihr alle hin, 4 Ecken, relativ länglich, ein bisschen schmal. Dann haben wir einen kurzen Hals beim Leopard, das heißt, ich zeige den gar nicht so richtig. Ich setze hier noch so ein kleines Rechteckchen, aber es ist ein bisschen kleiner und es ist nicht so lang wie das hier. Ein Tropfen, das kann auch eine Grundform sein, ein Tropfen, guckt mal. In den Tropfen zeichne ich euch ein Dreieck, so eher so weiter unten. Da kommt so ein Strich dran. Und dann einmal hier, schon haben wir die Mundwinkel von dem Leoparden, der heute noch kein Frühstück gekriegt hat oder Mittagessen oder Abendessen und deswegen so ein kleines bisschen missmutig guckt. Hier oben ein Öhrchen an die eine Seite vom Kopf, an die andere sowas Ähnliches. Da mache ich so eine Falte rein, die mache ich schon mal schwarz. So, dann ist hier ungefähr die Schulter. Ich zeichne euch diese Vorzeichnung ganz stark, damit ihr die gut sehen könnt. Normalerweise würde ich das mit dem Bleistift so ein bisschen leichter machen. Da ist ein Gelenk, also hier unten setzt das Beinchen an, das Vorderbein, noch ein Gelenk, ein kurzes, jetzt kommt ein langes und dann nochmal ein Gelenk. Die zeichne ich auch mal ein und dann kommt hier unten nochmal ein Rechteck dran. Das ist dann die Tatze. Hinten ist es auch, im Grunde geht das Bein so, dann haben wir hier ein Gelenk, auf ungefähr dieser Höhe, vielleicht ein bisschen tiefer noch ein Gelenk, dann so runter, noch eins, noch ein Rechteck für das Hinterbein. So ungefähr verläuft es. Es ist immer ein Vorteil, wenn man sich, bevor man ein Tier zeichnet oder egal was, Fotos, Filme, Zoo, wenn man sich das in echt einmal angeguckt hat. Und hinten den Schwanz, den klappe ich mal so ein, dass er hier so vorkommt. Den mache ich jetzt einfach in einem Guss. So, damit er mir aufs Blatt passt. Das ist das Gute beim Skelett, kann man vorzeichnen und sicher gehen, dass alles drauf passt. Hier kommen dann die Äuglein hin, neben den Tropfen, relativ eng. So, dann haben wir schon mal das Skelett. Und wenn ich jetzt den Leoparden, also das Fleisch drumherum mache und das Fell, wir machen natürlich sofort Fell und nicht irgendwie erstmal die Muskelstränge, weil sonst wird das so ein bisschen aufregend und viel Blut und so weiter. Das wollen wir hier nicht. An der Schulter gehe ich hier entlang, mache das Bein ein bisschen stärker. Hier kommt so eine Kante rein. Dann mache ich das hintere auch schon mal, weil es ja auf der anderen Seite vom Körper, dann sieht man es nicht so ganz. Und hier gehe ich einfach direkt hier runter. Da gebe ich diese Kante hier, da kümmere ich mich nicht weiter drum. Das war mir eben einfach eine Hilfe, dass ich das Bein richtig knicke und sehe, wo es ungefähr entlang läuft. So, das ist das hintere Bein. Der Schwanz, den lassen wir hier vorne entlang laufen. Und vorne und hinten zeige ich zum Beispiel gerne, indem ich schon mal ein bisschen schraffiere. Dann haben wir das nämlich mit dem Schwanz auch geklärt, wo der ist. Der ist vor dem anderen Bein. Hier ist so eine weiche Kante, also das Rechteck, das ich eben gemacht habe, nehme ich als Vorlage oder als Hilfe und dann mache ich es aber weich. So, hier oben ist Schulter, die kann ich noch mal ein bisschen betonen, weil es eine Raubkatze ist und die gerne rennen und springen und so weiter. Er hat dann natürlich auch voll die Muskeln. So, jetzt haben wir einen Leoparden. Ich finde, der sieht, also beim Leoparden ist nicht so einfach, dass er, also wenn ich Leoparden zeichne, entweder sehen sie aus wie Geparden, also so ein bisschen sehr dünn und verhungert, und manchmal sehen sie aus wie Löwen. Und um da nochmal auf Nummer sicher zu gehen, wenn man die Form dann schon hat, dass das wirklich kein Löwe ist natürlich die Farbe. Das heißt, ich male es jetzt aus. Ich fange an, der ist also ein bisschen in Anführungszeichen gelb oder beige.
gebe ich schon mal so ein kleines bisschen Leichtfarbe drauf auf den Körper. Wurstel, wurstel, wurstel. Das mache ich erstmal noch ganz leicht, weil der Leopard ist ja kein Löwe. Der hat also Flecken. Und damit ich die gleich noch gut da drauf gezeichnet kriege, mache ich es nur ganz leicht erstmal, die Farbe, die Grundfarbe sozusagen. Was ich auch gerne mache bei meinen Tieren, wenn ich die zeichne, den Bauch weiß lassen. Meistens sind sie durchgängig in echt, aber ich finde das eigentlich schöner, wenn man so ein bisschen Kontraste hat. Und dann kommt dieses signifikante Muster beim Leoparden. Das male ich jetzt mal im Schnelldurchlauf und ihr macht das mit ganz viel Ruhe und Gelassenheit. Zeichnet ihr die Punkte. Ich zeige euch mal so einen Fleck. Und zwar mache ich da noch so einen rot-braunen Fleck rein teilweise. Man kann es auch weiß lassen, das gibt es auch. Das ist im Grunde der Fantasie keine Grenze gesetzt. Denn ich verspreche euch, alle Leute anhand dieser Punkte werden sofort erkennen, dass es ein Leopard ist. Egal wie ihr die Punkte im Grunde ausmalt. Also hier wird keiner mehr auf einen Löwen tippen und auch nur die Nicht-Eingeweihten werden einen Tiger sehen. Denn Tiger haben ja dann netterweise die Streifen. Wollte ich noch dazu sagen, für irgendwelche Leute, die jetzt ins Grübeln kommen. So, und jetzt kommt noch das Schwarz. Seht ihr, das gibt einen schönen Effekt. Die Äuglein mache ich auch schwarz. So. Bevor ich das Fell fertig zeichne, zeige ich euch erstmal noch, wie das so mit dem Schatten läuft. Den mache ich gerne mit einem Türkis oder Lila manchmal auch. Das finde ich auch sehr schön im Schatten. Also Schatten mache ich nicht schwarz, weil ich irgendwie den Verdacht habe, dass er in echt auch nie schwarz ist. Wir uns das aber nur so vorstellen, damit es ein bisschen gruseliger ist, wenn wir über Schatten sprechen. Weiß auch nicht wieso. Mit einem anderen Braunton betone ich noch ein bisschen die Kanten. Und dann sieht man das Skelett auch schon fast nicht mehr, würde ich jetzt mal sagen. Hier die Pfoten sind ja diese Rechtecke. Und dann mache ich hier nochmal einen Strich hin, sodass man im Grunde schon die Zehen auch sieht. Die Krallen sozusagen, die zeige ich jetzt aber nicht, also die Krallennägel, weil das ist ja dann voll gruselig und so weiter. Deswegen machen wir das so. Von der Seite sieht man die eh nicht, habe ich gerade beschlossen. Guck mal, schon haben wir einen wunderschönen Leoparden. Und weil ich das Fell, normalerweise ist das ja noch ein bisschen gelber, dann male ich da noch mal so ein bisschen wild drüber. Fällt mir auf, dass hier noch was ganz Wichtiges fehlt im Gesicht. Also komme ich nochmal wieder mit meiner Schwarz. Die Ohren da oben und die Punkte. Und dann noch was Wichtiges für alle Katzenfans, die da haben das wahrscheinlich schon gemerkt. Hier kommen so ein paar Pünktchen hin für die Schnurrhaare und die gebe ich dann so dazu. Da haben sie da oben meistens auch noch welche. Was heißt meistens? Sie haben. Katzen haben da oben auch Fühler sozusagen. Schon haben wir eine Zehe mehr hier auf der Seite. Ist auch witzig, wie schnell das gehen kann. Und dann mache ich nochmal die Punkte ein bisschen schwärzlicher. Und was ich auch gerne mache, damit es nochmal ein bisschen deutlicher ist, dass ich Fell so einfach zeige. So ein paar Haare. Also nicht alle, weil das wäre endlos. Genau, so geht ein Leopard. Einfach nur mit den Grundformen und schon könnt ihr ihn so zeichnen, dass jeder einen Leoparden auch sieht in eurem Bild. Denn darum geht es beim Zeichnen, dass ihr mit wenig Strichen viel erzählt und dabei Spaß habt.
Es geht nicht darum, dass das am Ende aussieht wie auf dem Foto, denn dafür könnt ihr einfach eure Kamera benutzen oder die von eurer Mama. Noch ein bisschen Gras. Und weil er so hungrig blickt, gebe ich ihm rote Wangen, dann sieht er nicht ganz so gruselig aus. So, Lala. Jetzt wisst ihr, wie ein Leopard geht. Ich freue mich über eure Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, weil mir fällt bestimmt noch was ein. Es gibt so viele Tiere und wir haben noch nicht ganz alle geschafft. Bis bald. Tschüss.